Dankeschön. Danke. Dankeschön. Funktioniert das Mikro? Ja, scheint zu klappen. Gut. Ich möchte euch und Sie einladen, einmal kurz die Augen zu schließen und an eine Person zu denken, die dafür verantwortlich ist, dass Sie heute hier sind, dass Sie ein Studium aufgenommen haben, dass Sie es geschafft haben, den Schulabschluss hinter sich zu bringen und einen Weg für sich zu finden. Und jetzt können Sie die Augen wieder öffnen, aber vielleicht diese Person im Hintergrund behalten. Dieses Vorbild. Auch ich hatte so eine Person. Es war Mr. Barrett. Mr. Barrett war seit der 8. Klasse mein Englischlehrer. Ich hatte schon ziemlich lange davor mit Englisch angefangen, aber immer, wenn ich wusste, dass ich bald drankommen würde im Unterricht, wurde mir heiß. Und ich wollte eigentlich am liebsten nur flüchten. Denn ich hatte vor kaum etwas so viel Angst, wie davor Englisch zu sprechen oder laut einen Text vorlesen zu müssen. Und dann kam Mr. Barrett. Und ihm war das ziemlich egal. Ihm war auch egal, was ich gesagt habe oder wie ich es gesagt habe. Ihm war nur eins wichtig, dass ich etwas gesagt habe. Und er hat versucht, es eben runterzubrechen und mich so dazu gebracht, dass ich Stück für Stück mich der englischen Sprache nähern konnte. Ein Jahr später habe ich mich für einen Schüleraustausch nach Los Angeles beworben und in meinem Abitur war ich die zweitbeste in Englisch in meiner Stufe. Was heißt das? Ich hatte Glück. Ich hatte ein Vorbild und ich hatte einen Unterstützer und ich hatte jemanden, der an mich geglaubt hat und mich darin bestärkt hat, diese Sprache zu lernen. Und so habe ich ganz viel für den Rest meines Lebens gelernt. In Deutschland gibt es leider sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die keine solchen Vorbilder und Unterstützer haben. In Zahlen ausgedrückt sieht das zum Beispiel so aus, dass jedes 5. Grundschulkind einen erhöhten Mathe-Förderbedarf hat. Schon in der 4. Klasse, also eigentlich kaum die Chance hat, erfolgreich zum Abitur zu kommen. Über 50.000 Jugendliche verlassen jedes Jahr die Schule, ohne einen Abschluss in der Tasche zu haben. Und 19% der 15-Jährigen können nicht auf einem Niveau lesen, dass sie einen einfachen Zeitungsartikel verstehen können. Dieser Schock traf mich 2006. Und zwar war das so, dass in Berlin gerade eine Schule, eine Hauptschule in Neukölln, die Rütli-Schule, die vielleicht ein paar hier ein Begriff ist, einen Brandbrief veröffentlicht hat. Das Kollegium hat gesagt, dass in dieser Schule kein Lernen mehr stattfinden kann, da der Alltag beherrscht ist von Gewalt, Respektlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und ich musste genau zu dieser Zeit mir überlegen, wozu ich meine Masterarbeit schreiben möchte. Und irgendwie hatte ich keine Lust, einfach nur ein wissenschaftliches Werk zu fabrizieren, was dann maximal von meinem Professor oder Korrektor gelesen wird und sonst überhaupt niemanden interessiert. Und diese beiden Themenlagen kamen also zusammen und haben mich dazu bewogen, mich auf die Suche zu machen, wie Bildung und Brennpunkt ein Erfolgskonzept werden können. Und fündig geworden bin ich in Harlem. Ich kam also an diese Schule und habe den vergitterten Eingang passiert, um dann von 2 Polizisten kontrolliert zu werden. In der Schule herrschte nämlich große Angst, dass die Drogendealer aus der Nachbarschaft schon Zweitklässler ansprechen und in ihre Geschäfte einbeziehen möchten. Das hat mich ziemlich schockiert, weil ganz so schlimm war es natürlich in Neukölln noch nicht. Ich bin dann in dieses Klassenzimmer gekommen, wo eine 2. Klasse saß. 20 hochinteressierte und konzentrierte Gesichter schauten mich an. Ein einziges davon weiß. In einer Gegend, wo maximal 10% der Bevölkerung überhaupt den Zugang zum College schaffen. Wer dann einen College-Abschluss schafft, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und diese 20 Zweitklässler hatten also ein Ziel vor Augen. Und dieses Ziel hatten sie bildlich gemacht an ihrer Klassenzimmerwand. Sie hatten nämlich dort den College Walk of Fame für jedes einzelne Kind angebracht. Diese Idee hat ihnen eine junge Lehrerin, die aus Los Angeles nach New York gekommen ist, mitgebracht. Die kannte natürlich aus Los Angeles vom Hollywood Boulevard den Walk of Fame.
Und sie hat also mit jedem Kind daran gearbeitet, wie diese einzelnen Schritte denn aussehen müssten, damit man von der 2. Klasse in Harlem nach 10 Jahren eben auf so ein College gehen kann und dort erfolgreich seinen Abschluss machen kann. Man muss wissen, dass in dieser Klasse, die erst in der 2. Klasse war, die schon sowohl im Lesen als auch im Rechnen weit zurücklagen hinter dem, was ihre Altersgenossen zum Beispiel auf der Upper East Side in New York leisten konnten, weil sie eben nicht die nötige Förderung bekommen haben. Aber diese Kinder hatten ein Ziel und sie wussten, dass sie die Unterstützung bekommen, dieses Ziel zu erreichen, nämlich von dieser jungen Frau aus Los Angeles. Und hinter dieser jungen Frau stand eine Organisation, Teach for America, die sie eben dabei unterstützt hat, mit ihrer Klasse dieses Ziel zu erreichen. Das ist Steffen. Steffen war selber auf einer Hauptschule in Baden-Württemberg. Und Steffen hatte Glück. Er war nämlich nicht nur ziemlich intelligent, sondern er hatte auch eine Lehrerin, die genau dieses Potenzial erkannt hat und mit Steffen und seinen Eltern darüber geredet hat, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, für ihn Abitur zu machen und ihn also dabei unterstützt hat, von der Hauptschule weiterzugehen. Und das hat Steffen gemacht. Es war nicht besonders einfach für ihn, in diese völlig neue Umgebung Gymnasium zu kommen, wo eben viele Kinder aus einem völlig anderen Hintergrund um ihn rum waren. Und er hat sich an vielen Stellen gewünscht, einfach mal ein bisschen Informationen dazu zu bekommen, wie das dann eigentlich funktionieren soll. Wie soll er denn zum Abitur kommen? Er hat es erfolgreich geschafft und er ist Ingenieur geworden. Er hat dann für einen sehr großen deutschen Konzern gearbeitet und unter anderem in Aserbaidschan Kraftwerke in Betrieb genommen, also unter seiner Aufsicht. Unser ehemaliger Hauptschüler Steffen, dem niemand das ursprünglich zugetraut hätte. Und nach ein paar Jahren für diesen Konzern hat Steffen sich entschieden, nochmal etwas anderes zu machen und sich bei Teach First Deutschland beworben. Und er kam wieder an eine Hauptschule. Und vor ihm stand eine Klasse, die ihr hier unten seht. Und Steffen hat gedacht, auch hier gibt es viel, viel mehr Talente, als wir denken. Und er hat die Abi 2015 AG gegründet. Und hat also 2010 angefangen, mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern daran zu arbeiten, wie sie ihren Weg zum Abitur und in ein Studium hinein schaffen können. Und diesen Sommer hat er sie begleitet auf ihre weiterführenden Schulen. Und jetzt freut sich Steffen auf die Abi-Feiern 2015 mit seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Ich bin sicher, dass sie es schaffen werden. Das sind Stefan und Fiona. Stefan ist Politologe, Fiona ist promovierte Mathematikerin. Die beiden waren zusammen in einer Schule im Wedding eingesetzt in Berlin. Und sie haben dafür gesorgt, dass von den vorher 2 aus 60 Hauptschülern, also die den mittleren Schulabschluss machen, in Mathe nun 20 bestehen. Und das hat sie dazu bewogen und die anderen Erfahrungen, die sie in ihrem 2-jährigen Teach First Deutschland-Einsatz gesammelt haben, nun selbst eine Schule zu gründen. Und zwar eine Privatschule in Wedding, wo es ungefähr eine Migrantenquote von knapp 90% gibt und eine Abiturientenquote von maximal um die 10%. Stefan und Fiona sind gerade dabei, diese Schule aufzubauen. Und zwar mit dem Ziel, dort Schüler hinzubekommen, die sich nie im Leben eine Privatschule leisten könnten. Und mit denen sie vom ersten Tag an den Vertrag schließen, dass jeder Schüler, der dort anfängt, diese Schule mit dem Abitur verlässt. Und das sind genau die gleichen Schülerinnen und Schüler, die momentan im Wedding auf die Schule gehen. Und ich bin mir sicher, dass die beiden das auch schaffen werden, auch wenn noch viel, viel Arbeit vor ihnen liegt. Wie sind wir also dahin gekommen? Oder wie bin ich auch dahin gekommen, dass das alles möglich wurde? Ich kam zurück aus den USA und war völlig begeistert von dieser Idee und völlig sicher in der Überzeugung, dass eben Brennpunkt und erfolgreiche Bildungsabschlüsse kein Gegensatz sein müssen, sondern dass das absolut möglich ist. Und ich fand, das Konzept, was ich gefunden habe, war das absolut Richtige dafür. Ich bin also losgezogen und habe Gespräche geführt mit Schulleitern, mit Bildungsbehörden, mit Stiftungen, mit Unternehmen, mit Absolventen und mit Zeitungen, um ihnen davon zu erzählen und sie mit meiner Begeisterung anzustecken. Hier möchte ich jetzt nur einen
von diesen vielen, vielen, vielen Gesprächen wiedergeben, das aber exemplarisch ist. Ich saß beim Interimsschulleiter der damaligen oder der damals noch Rütli-Schule in Neukölln und habe ihm erzählt von einem fiktiven Steffen und einer fiktiven Fiona, die ich ja noch gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Und habe ihn gefragt, was er denn davon halten würde, wenn so eine Person für 2 Jahre an seine Schule kommen würde. Und dann schaute er mich an und meinte, toll, fantastisch, wunderbar. Aber nun, liebe Frau Landsberg, müssen wir beide wieder aufwachen. Denn das ist absolut nicht möglich in Deutschland. Erstens werden Sie diese Absolventen gar nicht finden. Denn wer ist schon bereit, 2 Jahre lang hierher nach Neukölln zu kommen? Das ist doch Irrsinn. Die können doch was viel Besseres mit ihrem Leben anfangen. Und selbst wenn Sie es schaffen sollten, den einen oder die andere davon zu überzeugen, dass das möglich oder dass das Spaß machen könnte oder sogar sinnvoll ist, dann schaffen Sie es nie, die Bildungsbürokratie dazu zu bringen, das zuzulassen. Und überhaupt, wer soll denn das Ganze bezahlen? Das war also die Ausgangslage 2007, als ich eben angefangen habe, erste Gespräche zu führen. Und ich war aber so überzeugt davon, dass das wirklich die richtige Sache ist, dass ich gesagt habe, ich bewerbe mich nach meinem Studiumsabschluss nicht um einen Job, sondern ich bewerbe mich um Geld, damit ich das Team aufbauen kann, das das hier möglich macht. Und das haben wir dann 2 Jahre lang mit sehr viel Geduld und sehr viel Spucke und viel, viel Glück getan und geschafft. 2009 haben wir die ersten Fellows in die Schulen geschickt, in Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile haben wir knapp 100 Alumni, die wie Fiona und Stefan und mittlerweile auch Steffen an ihren ganz eigenen Ideen arbeiten, wie Bildung sich verändern könnte oder auch als Unternehmensberater oder Verwaltungsangestellte tätig sind. Und jetzt haben wir gerade den 4. Jahrgang ausgewählt und haben eben knapp 80 solcher Fellows im Einsatz in Deutschland. Und mit diesen Fellows passiert natürlich ganz viel während diesem Einsatz. Nicht nur, dass sie eben ihre Schülerinnen und Schüler unterstützen, sondern sie verändern sich auch selber. Und ihnen wird klar, dass es möglich ist, dass diese Erfolge machbar sind und dass so viel mehr Potenzial in den Kindern und Jugendlichen in unseren Brennpunkten steckt, als wir es annehmen. Und diese Fellows helfen uns, unsere Vision zu verwirklichen. In Deutschland erreicht jedes Kind einen Schulabschluss, der die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufsausbildung schafft. An jeder Schule in Deutschland sollen Schüler sich zu selbstständigen, jungen Menschen entwickeln, die gelernt haben, ihre Potenziale zu nutzen und unabhängig von ihrer Herkunft, geleitet von ihren Stärken und Interessen, Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen zu können. Das ist unser Ziel und das möchten wir umsetzen. Heute heißen meine Vorbilder Steffen oder Fiona oder Simon. Und ich möchte euch und Sie heute fragen, ob ihr auch so ein Vorbild sein wollt. Herzlichen Dank.